Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr kennt sie alle, die elektronischen Schlösser an Hoteltüren, die mit solchen Schlüsselkarten aufgemacht werden. Ich war letzte Woche über Ostern in London und bin in einem Hotel gewesen, was eben genau solche elektronischen Schlösser nutzt. Ja, ich habe mir einfach so eine Schlüsselkarte mit nach Hause genommen, denn ich wollte mir genauer mal anschauen, was das für ein System ist und was ich hier rausfinde. Ich habe leider herausgefunden, dass es sich hier um ein sehr bekanntes Schloss handelt, was auch eine sehr bekannte Sicherheitslücke aufweist. Was diese Sicherheitslücke ist, was wir mit der anstellen können, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ja, ich finde es sehr interessant und man sieht vielleicht die Sicherheit von so Hotelschließanlagen mal mit ganz anderen Augen. Wir werden uns natürlich auch anschauen, wie der Hersteller auf diese Sicherheitslücke reagiert hat und was für Möglichkeiten es hier gibt, diesen Sicherheitslücken entgegenzuwirken. Seid gespannt, wir starten wie immer gleich nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es ja bereits in der Einleitung gesagt, ich war in London, war wirklich sehr schöner Urlaub gewesen. Ich werde da vielleicht auch mal ein Video dazu veröffentlichen, einfach mal komplett off-topic, wenn es euch interessiert, gerne in die Kommentare. Aber Ziel von unserem Video heute soll es sein, eben, dass wir uns mit genau diesen Keycards hier beschäftigen. Ich habe mir eine mitgenommen und ich habe mir die ganze mal angeschaut. Wir haben heute einen Flipper Zero wieder mit am Start, genauso den Proxmark 3. Wir können hier schon mal schauen, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier schon mal einen Flipper Zero angeschlossen hier. Und der Normalfall, wenn wir hier in das NFC-Menü gehen und wir wollen diese Karte lesen, passiert Folgendes. Er versucht, wie bei jeder MyFair Classic Karte, die Schlüssel zu erraten aus dem Wörterbuch. Ich breche das jetzt hier mal ab. Ich nehme hier auch mal die nächsten Schlüssel. Wir sehen, es findet 17 von 32 Schlüsseln. Dann versucht er dann mit dem Nested-Angriff das Ganze durchzuarbeiten. Hat jetzt 18 Schlüssel, aber an der Stelle ist er nicht erfolgreich. Ich habe es ja auch schon mal in anderen Videos gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Implementierung liegt oder ob es an der Firmware liegt. Ich habe hier die Momentum-Firmware drauf, aber wir kriegen hier keine 32 Schlüssel. Ich überspringe das Ganze deswegen mal und wir sehen aber, dass er hier erkennt, was wir für eine Karte haben. Typ Savlog, das ist eben dieser Hersteller von dormakaba, das Modell Savlog, was in sehr vielen Hotelanlagen zum Einsatz kommt. Ich blende euch auch mal ein Bild dazu ein. Genauso ein Schloss habe ich auch bei mir in London an der Hoteltür vorgefunden, genau das gleiche Schloss, und somit war ich mir hier schon mal ziemlich sicher, um welchen Typ es sich handelt. Ja, was wir hier an Daten sehen, das stimmt jetzt absolut nicht, weil wir hier einfach mal schauen, was er auslesen konnte. In die erweiterten Daten sehen wir schon alleine im ersten Block liest er gar keine Daten aus. Dann hat er hier mal ein paar Daten und dann geht es auch weiter. Da fehlen ihm einfach die Schlüssel, sodass er hier nichts auslesen kann. Das heißt, an der Stelle bin ich so nicht weitergekommen. Deswegen an der Stelle werden wir jetzt mal den Proxmark 3 rausholen und wir schauen einfach mal da, wie leicht wir hier die Schlüssel auslesen können. Ja, ich stecke jetzt hier mal den Proxmark 3 an, lege die Karte schon mal auf und im Terminal gehen wir in den Proxmark 3 rein. Ja, es ist eine MyFair Classic Karte, deswegen starten wir hier gleich mit High Frequency, MyFair und Autopone. Starten das Ganze mal. Und ja, wir haben in einer Sekunde haben wir schon alle Sektorenschlüssel rausgefunden.
Wir scrollen jetzt hier mal kurz ein bisschen rauf und schauen uns das Ganze mal an. Er hat hier gleich die Schlüssel gefunden. Und woran sich so eine Saflok-Karte erkennen lässt, ist folgendes. Und zwar hat die immer im Sektor 1 genau diesen Schlüssel, der mit 2a, 2c, 13, cc, 24, 2a bezeichnet ist. Anhand von dem lässt sich ganz einfach feststellen, dass es sich um eine Saflok-Karte handelt. Wir haben hier dann auch den Schlüssel für den Block 0, wo wir gerade gesehen haben, wo der Flipper Zero seine Schwierigkeiten hatte. Und mit dem gleichen Schlüssel ist auch die weiteren Blöcke verschlüsselt. Es gibt da eine Berechnungsmethodik dahinter, wie sich aus der Seriennummer der Karte, aus der UID, dieser spezielle individuelle Schlüssel ableiten lässt. Wir hatten das Ganze ja auch mal in dem Video, ich verlinke es euch nochmal hier oben, wo ich mir die Sicherheit von einem Schrankfach in einem Schwimmbad oder Fitnessstudio angeschaut habe. Auch da haben wir ja festgestellt, dass jede Karte einen individuellen Sektorenschlüssel trägt, der von Karte zu Karte immer wieder verschieden ist. Hier wurde per Reverse Engineering genau dieser Algorithmus herausgefunden, sodass auch hier der Proxmark 3 über diesen Algorithmus relativ schnell, selbst ohne Brute Force, den passenden Schlüssel berechnen kann. Deswegen hat es auch weniger eine Sekunde gedauert hier und wir haben die Schlüssel ermittelt. Ja, wenn wir diese Schlüssel haben, können wir diese in das User Dictionary vom Flipper Zero überführen. Das ist unter dem Ordner NFC und dort unter Ordner NFC EZ. Dort findet ihr das User Dictionary. Auch das habe ich ja schon mal in einem Video erklärt gehabt, wie wir hier die individuellen Schlüssel hinzufügen. Und wenn wir diese individuellen Schlüssel hinzugefügt haben, dann können wir auch mit dem Flipper Zero ganz normal einen vollständigen Dump von dieser Karte machen. Ich habe das Ganze schon mal bei einem zweiten Flipper Zero gemacht. Ich schließe den jetzt hier mal an, mache das Ganze mal groß und habe dann diese Karte mit den neuen Keys ausgelesen. Das Ganze schaut dann so aus. Da haben wir auch wieder die Saflok-Karte und wir sehen hier verschiedenste Angaben. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal etwas näher an, was auch darauf hindeutet, dass es auch wirklich meine Karte ist. Ich war vom 17. bis zum 23. April 2025 in dem Hotel. Wir können das hier anhand der Kartendaten validieren, dass auch hier die Daten von meinem Aufenthalt vorliegen. Ja, das ist im Prinzip hier gegen Mittag eingecheckt und am 23. gegen Mittag ausgecheckt. Das ist auf der Karte hinterlegt, damit die Karte danach nicht mehr verwendet werden kann. Wenn wir mal ganz oben starten, sehen wir erstmal, also dass eine Saflok-Karte ist, dass es sich um eine Gästekarte handelt. LED-Warning sagt uns jetzt hier, dass keine zusätzlichen LEDs am Schloss irgendwelche Hinweismeldungen ausgeben sollen. Die Key-ID und Key-Record, sag ich mal, das sind die individuelle Kartennummer. Ist jetzt nicht weiter interessant. Was interessant ist, ist diese Sequenz und Kombination. Sequenz und Kombination ist eine Sicherheitsfunktion von Saflok, die dafür sorgt, dass diese Karte nur an dem richtigen Türschloss von der einen Hoteltür funktioniert. Jede Hoteltür hat einen geheimen PIN-Code und jede Karte hat, nennen wir es mal, eine Kartenfolgenummer. Und diese Kartenfolgenummer plus der Geheimcode der Tür wird hier aufgebracht auf die MyFair Classic Karte und nur wenn das zwei zusammenpasst zur jeweiligen Tür, öffnet dann auch die Tür entsprechend. Zusätzlich muss natürlich auch noch der Gültigkeitszeitraum passen. Ja, wenn jetzt dann eine Folgekarte ausgegeben wird, dann wird diese Kartenfolgenummer plus der individuelle PIN-Code der Tür nach oben gesetzt. Das führt im Saflok-System dazu, dass ich mit der alten Karte die Tür nicht mehr öffnen kann, sondern nur noch mit der neuen Karte. Das Problem lässt sich lösen. Es gab da eine Sicherheitslücke, die entdeckt worden ist, wurde Unsaflok genannt oder Unsaflok im englischen Sprachgebrauch, die dieses Problem angeht. Aber das schauen wir uns dann noch im weiteren Videoverlauf an. Als erstes wollen wir nämlich mal schauen, wie wir diese Karte hier etwas manipulieren können. Ja,
Dazu schauen wir uns jetzt noch kurz die restlichen Werte an. Override Deadbolt Yes bedeutet, dass wenn ich den kleinen Nicht-Stören-Hebel innen an der Tür schließe, dann kann diese Karte, wenn ich sie dran halte, auch elektronisch diesen Sicherungsbolzen entfernen, sodass ich auch durch eine verriegelte Tür reingehen kann mit der Karte. Das ist Ganze wird softwareseitig umgesetzt, das heißt, dieser Hebel lässt sich einfach austricksen, wenn die Karte das entsprechend unterstützt. Also er bietet keine physische Sicherheit. Ja, dann hatten wir hier noch Restricted Weekdays, das heißt, ich kann der Karte bestimmte Wochentage wegnehmen. Sag ich mal, macht jetzt im Hotel wenig Sinn, außer man hat jetzt hier eine Karte für irgendwelche Servicekräfte, die vielleicht nur am Wochenende oder nicht am Wochenende rein können, dann kann man da bestimmte Wochentage ausschließen. Start- und Endedatum, ganz wichtig. Und das allerwichtigste Kriterium, was wir hier bei den Saflog-Systemen haben, ist die Property Number. Die Property Number hier 402, das ist nämlich das Schließanlagensystem. Wenn ihr selber in einem Mehrfamilien-Wohnhaus, einem größeren Wohnblock, wo viele Mietwohnungen drin sind, wohnt, dann werdet ihr wissen, ihr alle habt den Schlüssel aus dem gleichen Schließsystem. Jeder schaut gleich aus, ist ein bisschen anders. Genauso ist es hier. Diese 402 sagt, diese Karte hier ist Teil vom Schließkreis 402, was, sage ich mal, genau ein Hotel darstellt. Das Nachbarhotel oder ein weiteres Hotel hat dann vielleicht die 403, 404, sodass auch nur Karten von dieser Property 402 auch an den Türschließsystemen der 402 funktionieren. Das ist mal Grundvoraussetzung, wenn wir uns diese Karten anschauen. Also das setzt schon mal voraus, dass wir hier nicht einfach mit einer Keycard von einem Hotel eine Tür in einem anderen Hotel öffnen können. Das ist jetzt mal unsere Basis. Wichtig noch, dass die Checksum valide ist, weil die Daten werden entsprechend plausibilisiert, sodass auch hier Änderungen nicht einfach durchgeführt werden kann. Wie diese Daten aufgebaut sind, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Ja, ich habe jetzt hier nochmal das Fenster dazu geholt, denn ich habe mir hier die ausgelesene Karte schon mal gespeichert. Hier habe ich mal dieses Flipper-File aufgemacht, wo wir sehen, dass es sich einfach um eine MyFair Classic Karte handelt. Und dort, wo unsere Daten hier im Saflog-System gespeichert haben, sind hauptsächlich im Block 1 plus in dem ersten Byte vom Block 2. Also dieser Datenbereich ist der dafür zuständig ist, was unsere Karte kann, was wir für eine Karte haben und wie lange diese Karte gültig ist. Das Ganze werden wir jetzt ein bisschen austricksen, denn wir werden jetzt mal die Gültigkeit von unserer Karte verlängern. Denn wir möchten natürlich, dass, nachdem wir abgereist haben, unsere Karte trotzdem noch die Tür aufmacht. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt einfach mal Schritt für Schritt an. Wichtig an dieser Stelle, natürlich ist das Ganze nur für Bildungszwecke gedacht. Ich möchte euch hier natürlich nicht anstiften, dass ihr hier selber irgendwelche Manipulationen an fremden Systemen macht. Ich selber bin jetzt hier natürlich auch schon wieder zurück in Deutschland. Das heißt, ich würde das jetzt natürlich auch nicht im echten Hotel durchführen, sondern ich zeige es hier auch nur, wie es theoretisch möglich ist. Ja, wir haben hier wie gesagt die Block 1 Daten bis hierhin plus das Prüfbit im ersten Satz vom Block 2. Ich blende euch hier auch nochmal ein Bild ein, wo man dann auch sieht, wie diese Daten aufgebaut sind. Da haben wir hier die 16 verschiedenen Bytes, wo die einzelnen Daten, die wir auch jetzt hier gerade im Flipper vorhanden sind, durchgegangen sind. Was wir jetzt hier verändern werden, ist jetzt hier das Byte 8, also mit echter Zählweise eigentlich das Byte 9 dann, wenn man sie hier einfach durchzählen würde. Das ist das, was den Gültigkeitsintervall in Jahren angibt und den werden wir jetzt manipulieren. Doch bevor wir jetzt hier die Daten manipulieren können, müssen wir die Daten erstmal entschlüsseln. Ich gehe jetzt hier dazu mal aus dem Proxmark 3 raus. Ja, und ich habe jetzt hier mal ein Skript vorbereitet, ein Python-Skript. Ich werde das Python-Skript auch unten in der Videobeschreibung mit rein verlinken. Ich lade das zu GitHub hoch
und auch noch 2 andere Skripte, die wir jetzt noch benötigen. Dann könnt ihr auch das Ganze selber mal probieren. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Ja, dieses Suflock Decode mit Input habe ich es mal genannt. Dem übergeben wir jetzt den Hexwert mit oder ohne Leerzeichen. Das ist jetzt hier egal. Und wir brauchen jetzt hier die Block 1 Daten. Ich tue mir die hier mal kopieren, füge die hier ein und dann haben wir hier noch das Prüfbit aus dem zweiten Block. Das erkennt sich jetzt noch schnell mit der Hand. 8 und A. Und wenn ich Enter drücke, haben wir hier jetzt den Klartextschlüssel. Dieser Klartextschlüssel besteht aus den 16 Byte Daten und 36 ist das Prüfziffernbit. Das müssen wir jetzt dann nochmal neu berechnen, nachdem wir hier die Manipulation durchgeführt haben. Die Stelle, an der wir jetzt hier das Jahr hochsetzen, ist jetzt hier vor dem 33, diese 2.0, das ist genau diese richtige Stelle. Und da werden wir jetzt gleich was anderes reinsetzen. So, damit wir uns das jetzt hier nicht merken müssen, kopiere ich uns jetzt einfach mal den Klartextwert hier in das Flipper-File mit rein. Und mit diesen Daten können wir jetzt hier weiterarbeiten. Die 36 dahinter ist unsere Prüfsumme, die können wir jetzt wegnehmen und aus den Daten, ich blende euch hier auch nochmal das Bild ein, können wir jetzt schon mal grob interpretieren, wie diese Karte aufgebaut ist. Und was wir jetzt uns hier anschauen werden, ist der Bereich vor der 33, was 00 ist. Das ist nämlich die Gültigkeitsdauer in Jahren. Und die möchten wir jetzt so verändern, dass unsere Karte nicht nur diese 6 Tage gültig ist, sondern 2 Jahre. Dazu werden wir jetzt hier diesen Wert auf 20 ändern. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Wir hauen jetzt diesen Wert in meine zweite Funktion rein. Auch da gebe ich euch den Code unten in der Videobeschreibung mit dabei. Dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und da haben wir jetzt diesen modifizierten Wert ohne die Prüfsumme rein. Und wir bekommen als Ergebnis diese Prüfsumme, also die Daten mit Prüfsumme ist in dem Fall die 16 und im dritten Schritt müssen wir das Ganze wieder nicht dekodieren, das war ein Fehler von mir, sondern wir müssen es encodieren. Dazu habe ich ja auch was vorbereitet, Encode, und wir geben das Ganze mit der Prüfsumme ein und codieren das Ganze wieder und dieser Wert ist jetzt der, den wir wieder zurückschreiben in den Block 1 und in das erste Byte vom Block 2. Wir sehen jetzt hier, das ist der Wert, den wir für unseren Block 1 haben. Prüfbyte ist 8a, das stimmt zufällig überein und das ersetzen wir jetzt hier. Ich tue das Ganze jetzt hier schnell mit Leerstellen trennen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Flipper das sonst richtig interpretieren würde, wenn das jetzt hier nicht nach diesem Schema genau abläuft. Ich lösche jetzt hier das dazwischen noch raus und ich speichere das Ganze. Ja, wir hatten ja jetzt hier in der Darstellung, sehen wir es ja noch, Gültigkeit vom 17.04.25 bis 23.04.25 und ich habe es jetzt ja gerade gespeichert. Ich gehe nochmal raus, ich gehe nochmal neu rein, gehe in die Info wieder rein und mich interessiert jetzt, ob es funktioniert hat. Ich bin schon ganz gespannt und wir schauen, also alles andere schaut schon recht gut aus und tatsächlich, unsere Karte ist jetzt bis 23.04.27 gültig. Ja, hat funktioniert. Wir sehen auch noch, wenn wir runtergehen, Property Number 402 passt immer noch und die Checksumme ist valide. Denn wenn man hier einfach was dran ändert, ohne die Checksum richtig zu berechnen, dann sagt die Karte, ja, hier wurde irgendwas manipuliert, beziehungsweise sie meint, ja, wurde vielleicht was falsch gelesen. Ich mache mal lieber nichts. In dem Fall stimmt alles und wir sehen, wie relativ einfach das Ganze jetzt hier ist, da die Daten auf der Karte zu manipulieren. Erste Schwachstelle ist, wir haben MyFair Classic Karten, die wir natürlich, wir haben es mit dem Proxmark 3 gesehen, die Daten trotz Passwortschutz vom Sektor
ganz leicht auslesen können. Und zweitens haben wir hier das Problem, dass dieser ganze Suflock-Algorithmus reverse engineert wurde und somit manipuliert werden kann. Auch die Checksum-Berechnung, die Entschlüsselung, Verschlüsselung ist alles bekannt und die Funktion nutzt auch der Flipper Zero mit zum Teil. Ich zeige euch das Ganze mal hier. Wenn wir dazu mal in den Source Code von der Momentum Firmware schauen, haben wir hier unter die Plugins, unter NFC Plugins, sehen wir hier das Plugin von Suflock und da sehen wir hier, wie der Flipper die Daten von der Suflock-Karte parsed, also interpretiert. Und genau dieser Code macht diesen ersten Schritt, die Entschlüsselung von den Sektor 1 und den Prüfbit aus Sektor 2. Ja, und genau dieser Code macht eben die Entschlüsselung und weist dann die Daten entsprechend zu, die er hier gefunden hat, analog dem Bild, was ich euch jetzt hier schon ein paar Mal gezeigt habe, und gibt die Daten im Flipper aus. Was hier ganz interessant ist, aber wenn wir reinschauen, das sind die Arten von Daten, die es hier gibt. Wir haben ja jetzt hier die Gästecard gehabt und ich habe ja gesagt, bei diesem Typ Suflock gab es eine schwerwiegende Sicherheitslücke. Die Sicherheitslücke Unsuflock genannt, hat sich hier eine Konfigurationsschwachstelle zunutze gemacht. Die Konfigurationsschwachstelle ist folgende. Wenn wir unsere Karte zu einer Notfallkarte, zu einer Emergency-Karte machen, können wir diesen Sicherheitsmechanismus mit diesem individuellen Schlosscode plus der Kartenfolgenummer, wo ich ja gesagt habe, kommt eine neue Karte, setzt sich die Folgenummer um 1 nach oben und die alte Karte geht nicht mehr. Genau diesen Mechanismus können wir mit einer Emergency-Karte bei jedem Schloss aushebeln. Wir brauchen dazu nicht mal diesen individuellen Code von dem jeweiligen Schloss wissen, denn die Emergency-Karte überschreibt den mit einem von uns vorgegebenen Code. In dessen Folge heraus kann eine von uns vorbereitete ganz normale Gästekarte, wie diese, die wir jetzt hier gerade eben manipuliert haben, also wir haben jetzt die Daten noch nicht zurückgeschrieben oder wir nutzen einfach die Daten, die wir jetzt am Flipper Zero entsprechend vorbereitet haben, als Karte, die dann an jedem Türschloss funktioniert. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir diese Karte so vorbereiten, dass wir so eine Universalkarte erstellen können, aber natürlich wurde das Ganze dem Hersteller bereits mitgeteilt und der Hersteller hat schon Sicherheitsmaßnahmen dagegen umgesetzt. Welche das sind, schauen wir uns dann noch an. So, um jetzt unsere Guest Card zu einer Emergency Card zu machen, machen wir jetzt Folgendes. Wir haben ja bereits unsere Daten im Klartext gehabt. Die nehmen wir jetzt hier einfach nochmal her. So. Damit ihr das Ganze etwas besser mitschauen könnt, kopiere ich die nochmal einfach hier mit rein. Und zwar an die Stelle. So. Dass es sich um eine Gästecard handelt, ist hier vorne die vorderste Stelle. Ist das Ganze mit 00 bezeichnet, ist das quasi der Wert 0 und entsprechend der Kartenarten ist das eine Gästekarte. Wenn wir jetzt das Ganze auf C0 ändern, dann werden wir hieraus eine Emergency-Karte machen. Jetzt müssen wir nochmal den ganzen Prozess durchgehen. Also, was mussten wir machen? Wir hauen hinten die Prüfziffern weg. Wir kopieren uns das Ganze. Wir berechnen nochmal die Prüfziffer. Das ist unser neuer Datensatz mit der Prüfziffer 76. Wir verschlüsseln das Ganze nochmal. Enter. Es bleibt wieder bei dem Checkcode 8a. Warum auch immer. Kann Zufall sein. Ich weiß es nicht. Und wir ersetzen jetzt hier wieder die Daten mit den gerade neu verschlüsselten Daten. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal in den Block 1 rein, geben das ein. Ich fülle nochmal die Leerstellen dazwischen, einfach nur um hier nochmal auf
Nummer sicher zu gehen, wir speichern das Ganze. So, ich gehe wieder raus, gehe in die Karte nochmal rein und wenn jetzt alles geklappt hat, dann sollten wir jetzt eine Notfallkarte haben. Also, ich bin gespannt und wir haben eine Emergency-Karte, Key Level 13. Die Emergency-Karte führt jetzt dazu, dass wir den Schloss, an welchem wir jetzt hier mit dem Flipper Zero dann diese Emergency-Karte dran halten, sagen, dass die Sequenz und Kombination 0547 gilt. 0547 ist jetzt wenig aussagekräftig, wir wissen auch nicht genau, welcher individuelle Schlosscode oder welche Kartenfolgenummer da dahinter steckt. Die Bedeutung von dem Feld konnte noch nicht genau identifiziert werden, aber man weiß, dass es sich hierbei eben um eine Kombination von einem Schlosscode und einer Kartenfolgenummer handelt. Nachdem wir ja die auch schon auf der Karte, die wir hier mitgenommen haben, drauf hatten, würden wir jetzt einem anderen Schloss, was jetzt nicht unser Zimmerschloss ist, mit dieser Emergency-Karte sagen, pass auf, für dich gilt ab sofort die Kartenfolgenummer und dieser Schlosscode. Das heißt, der vorhandene Schlosscode am Schloss wird überschrieben mit meinem Schlosscode. Und danach, wenn ich meine Zimmerkarte mit der entsprechenden Gültigkeit, die wir jetzt hier vorhin schon raufgesetzt haben, dran halte, bekomme ich jede Tür auf. Jede. Gruselig, oder? Ja, weil es halt wirklich gruselig und gefährlich ist für die Hotels, hat der Hersteller reagiert. Die Sicherheitsforscher, die diese Sicherheitslücke gefunden haben, haben die Sicherheitslücke auf der DEF CON in Las Vegas auch vorgestellt und haben hier Kontakt mit dem Hersteller gehabt und man muss hier wirklich jedes Schloss mit einem Software-Update versorgen. Das heißt, jede Hoteltür in einem Hotel muss mit einem ungefähr, ich glaube, sie haben es geschätzt, mit 2 Minuten dauert das je Schloss, das Update, mit einem 2-minütigen Update versehen werden und erst dann ist die Tür wieder so 50% sicher. Warum nicht ganz sicher? Darauf, dass wir hier MyFair Classic Karten nutzen, haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, die Kartendaten zu manipulieren. Ich habe es ja gesagt, die Entschlüsselung, die Checksum und die Verschlüsselung ist bekannt. Code dazu gibt es, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt es selber auch ausprobieren. Ich packe euch am besten auch noch dieses Key-File vom Flipper mal mit dazu. Dann könnt ihr auch direkt mit meiner Musterkarte hier spielen. Ja, und weil eben MyFair Classic Karten ja diese schwache Verschlüsselung haben, ja, sehen Sie mit dem Proxmark 3, können wir natürlich weiterhin, auch wenn hier ein Software-Update am Schloss erfolgt ist, weiterhin die Kartendaten manipulieren. Das heißt, das erste, was ich hier gezeigt habe, die Gültigkeitsdauer der Karte verlängern, da kann kein Software-Update der Welt am Schloss das verhindern, weil das Schloss kriegt immer mitgeteilt, deine Karte ist immer noch gültig. Und auch wenn wir darüber hinaus sehen, es gibt ja auch universelle Zutrittsbereiche, Lobby, Foyer, Schwimmbad, wo ich mit meiner Schlüsselkarte reinkomme. Und die Schlüsselkarte hat noch eine Gültigkeit und wir setzen es auf 4, 5, 6 Jahre. Dann kann ich so lange durch die öffentlichen Bereiche von dem Hotel weiterhin gehen, obwohl meine Karte eigentlich abgelaufen wäre. Das kann kein Software-Update der Welt verhindern. Was hier verhindert wird durch das Software-Update ist nämlich das, dass hier dieser Key Level 13 Emergency nun nicht mehr so funktioniert, wie er ursprünglich vorgesehen worden ist, sondern dass das Hotelschloss in einen Konfigurationsmodus versetzt wird, was im Nachgang eine freie Konfiguration entgegennimmt. Das heißt, mit dieser Notfallkarte kann ich nun nicht mehr den individuellen Schlosscode überschreiben und ich kann nicht mehr die Kartensequenz übergeben. Dadurch wird dieser Angriff per Software verhindert, weil, wenn es funktioniert, wie gesagt, ich setze das Schloss mit dem Flipper in den Konfigurationsmodus, gebe ihm die richtige Sequenz und Codefolge rein und halte dann meine Karte dran und die Tür geht auf. Das Ganze sollte dann durch das Software-Update nicht mehr funktionieren. Was
ich für diesen Angriff ja eigentlich nur brauche, ist eine verlorene Karte vom Hotel oder eine Karte, die ich irgendwo gefunden habe, denn es ist vollkommen wurscht, welches Sequenzcode ich da oben eingebe. Wichtig ist nur, dass hier diese Property Number hier unten übereinstimmt. Das heißt, ich kann hier Property Number 402 und in den Bytes von dem Wert hier oben, wo wir jetzt hier die 0547 haben, kann irgendwas drin stehen und das ist schon richtig einfach, dieser Angriff zum Nachstellen, und deswegen ist es da wirklich wichtig, dass auch die Hotels dieses Software-Update einspielen, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Ich habe ja gesagt, 50% Sicherheit. Was ist die andere 50% Sicherheit? Ja, ich habe es dann gesehen, meine Tochter hatte die Zutrittskarte verloren. Und ich bin an die Rezeption gegangen, habe gesagt, ja, Tochter hat die Zutrittskarte im Room liegen lassen und er hat mir dann eine zweite Karte ausgehändigt, hat mir aber dazu gesagt, eben basierend auf der Info, die ich euch schon gegeben habe, dass die neue Karte dann nur noch funktioniert und die alte nicht mehr geht. Ich habe dann aber festgestellt, hey, die alte Karte geht ja immer noch. Was war also der Grund? Ich habe hier mal die neue Karte mit dabei. Ich zeige es euch hier mal und es ist im Prinzip genau die gleiche Karte, die ich hier bekommen habe. Gerade trägt diese Karte hier unten einen Vermerk. Ich weiß jetzt nicht, ob man es genau lesen kann, aber die trägt den Vermerk ULC. ULC steht für Ultralight Card, denn die neuen Karten, die der Hersteller dormakaba hier empfiehlt, sind nicht mehr MyFair Classic Karten, sondern MyFair Ultralight Karten. MyFair Ultralight Karten kann ich wesentlich effektiver und sicher mit einem Passcode schützen. Da sind noch keine Schwachstellen bekannt, wie ich den Passcode erraten kann. Ich müsste hier tatsächlich einen harten Brute Force drüber laufen lassen. Das heißt, mit MyFair Ultralight Karten kann ich den Datensatz, so wie wir es hier mit dem Flipper an der MyFair Classic Karte gemacht haben, im Block 1 und im ersten Byte von Block 2 nicht mehr durchführen. Das heißt, wenn ein Hotel nur noch MyFair Ultralight Karten einsetzt, dann kann ich die Karten nicht auslesen und das Hotel ist safe. Natürlich, damit das Hotel die MyFair Ultralight Karten akzeptiert, eben das Software Update. Alle anderen Fälle, wo wir noch MyFair Classic Karten haben, ich lese die Property ID raus oder ich nehme eine bestehende Karte und spiele halt hier einfach an den Konfigurationsdaten rum, mache die Prüfsumme neu, verschlüssel sie wieder neu, schreibe sie auf die Karte und prompt habe ich mir hier die Rechte erweitert. Ja, ich hoffe, diese kleine Live-Demo zum Saflog-Angriff hat euch gefallen. Ich gebe euch auch unten am besten nochmal die Dokumentation von der DEFCON mit rein. Da könnt ihr auch euch nochmal die Präsentation anschauen, wo das auch nochmal Schritt für Schritt beschrieben ist. Aber das Ganze jetzt hier nochmal live vorgeführt und live nachvollzogen. Ich glaube, das habt ihr noch auf keinem anderen Kanal so gesehen. Mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. Ich würde mich gerne über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch informiert, wenn wir wieder neue Videos zu interessanten Themen zur IT-Security hier veröffentlichen. In dem Sinne freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es freut mich auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Raik. Ciao!